Wir haben gleichwohl, und das ist ganz, ganz wichtig, in unseren Gedenkveranstaltungen deutlich gemacht, dass es überhaupt nicht darum gehen darf, das würdigende Erinnern russischer und belarussischer Opfer des nationalsozialistischen Terrors an den Rand zu drängen. Ganz im Gegenteil. Wir haben in den Mittelpunkt gestellt, dass russische, belarussische und ukrainische Gefangene im KZ Buchenwald und auch in Mittelbau-Dora den größten Anteil, was die nationale Herkunft aller Gefangenen anbelangt, stellten. Wir haben selber Grenze in den Landesfarben der beiden jeweiligen Länder niederlegen lassen. Wir haben die Zivilgesellschaft aus diesen Ländern eingeladen, an den Gedenkveranstaltungen teilzunehmen. Aus Russland hatten wir Vertreterinnen und Vertreter der mittlerweile aufgelösten Menschenrechtsorganisation Memorial, mit denen wir alle ja auch die EVZ in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr eng zusammengearbeitet haben, zu Gast. Und wir haben den Vertreterinnen der Zivilgesellschaft aus diesen beiden Ländern auch eine aktive Rolle zugewiesen. Und am meisten hat mich da eine Zeitzeugin beeindruckt, mit der ich sprechen durfte. Das war Svetlana Petrovskaja. Svetlana Petrovskaja ist die Mutter von Katja Petrovskaja, von der Schriftstellerin, die Ihnen vielleicht bekannt ist, die vielleicht Esther geschrieben hat. In dieser Familie in Kiew, also sie haben in Institutsker Straße gelebt, als Kiew von Wehrmacht besetzt wurde. Und in dieser Familie sind Menschen in Babi Yar umgekommen. Es ist eine gemischte jüdisch-ukrainische Familie. Und Svetlana hat ihr ganzes Leben gewidmet, auch der historischen, der Ausarbeitung des kritischen Denkens bei ihren Schülern. Sie war Lehrerin, ist Lehrerin immer noch. Und sie musste jetzt von russischen Bomben nach Berlin fliehen. Und ich finde es ist eine sehr starke Frau gewesen und es war fast unmöglich, ohne Tränen ihr zuzuhören und zuzuschauen. Und ich finde, angesichts der historischen Verantwortung seitens Deutschland gegenüber der Ukraine, angesichts auch, das Herr Wagner gerade erzählt hat, wie viele sowjetische Rotarmisten aus der Ukraine stammten. Meine beiden Opis waren in der Sowjetunion. Die waren ukrainische Rotarmisten. Es waren 7 Millionen Menschen aus der Ukraine. Irgendwie diese Zahl kennt hier keiner. Und angesichts der ganzen Opfer, die es gab, sind wir der Meinung, sollte Deutschland der größte Freund sein der Ukraine und sollte Deutschland den Mord von Boris Romanchenko verhindert haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Zeit vor dem deutsch-sowjetischen Krieg dann teilweise ausgeblendet wird und dadurch auch unsere Verantwortung auch für die Verbrechen, die da passiert sind. Was mir aber wichtig ist zu sagen, es sind direkte Kriegsverbrechen auch dann in der Ukraine gewesen, die mit Stalinismus zu tun haben und an die wir heute unbedingt erinnern sollten, weil sie direkt etwas mit der heutigen Situation zu tun haben. Das ist zum einen die Deportation der Krim-Tatar 1944 von der Krim. Das war ein Genozid. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland jemand weiß. Also Stalin ließ 200.000 Menschen deportieren, die Hälfte starb unterwegs. Fast alle wurden sie dann in Usbekistan irgendwo in den Feldern, sind sie da aufgewachsen, durften Krim nicht betreten, bis sie dann rehabilitiert wurden und so weiter. Das hat direkt etwas mit der heutigen Zeit zu tun, weil Krim, wie wir wissen, 2014 von Russland annektiert wurde, okkupiert wurde. Ich sage nur okkupiert, weil wir werden die Krim zurückbekommen. Protect the facts, oder? Also das ist ein Teil der Aufgabe von Gedenkstätten und Museen und man kann zu bestimmten Sachen, denke ich, schlicht und ergreifend Nein sagen und auch schlichte Antworten geben. Also wenn der UN-Generalsekretär in Russland sagt, da stehen russische Soldaten in der Ukraine, es steht kein russischer Soldat in Russland. Oder wenn der Bundeswirtschaftsminister sagt, stop the war, Russians go home, dann sind das sozusagen ganz einfache Sätze. Und wenn dann zum Beispiel, und jetzt komme ich zur Erinnerungsarbeit,
ein Lavrov, so wird er jedenfalls zitiert. Ich lese kein Russisch, ich kann kein Russisch, deshalb kenne ich keine Quelle dazu, aber so entnehme ich es deutschen Medien, wenn Lavrov, der russische Außenminister, tatsächlich gesagt hat, dass ja, Zelensky ruhig Jude sein kann. Auch Hitler hätte jüdisches Blut gehabt. Sie kennen diese Äußerung. Wenn das so gesagt wird, dann ist das für mich zwar schockierend, weil es die politische Elite eines Staates macht, das jetzt so einen Angriffskrieg führt, das ist schockierend, aber es ist etwas, was in meiner Bildungsarbeit, ich mache das seit 20 Jahren in Wannsee, eigentlich sowas ist wie täglich Brot. Also diese Annahme, Hitler habe in vielleicht Teilen jüdisches Blut gehabt oder so, das ist für mich gar nicht so neu, darauf dann zu reagieren. Und dann widerspricht man dem. Also da ist mein Instrument sozusagen die gute Arbeit, die wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, fortzusetzen. Und darin sehe ich auch gar nicht so sehr eine Zeitenwende. Das Zeitenwendige und das Frustrierende ist, ich sage es nochmal, dass es von einer politischen Elite kommt, die eine große Wirkmacht hat, die gehört wird. Selbstverständlich müssen wir andere Gewalterfahrungen ernst nehmen und in unsere, sowohl in die Bildungsarbeit als auch in die Analyse von geschichtspolitischen Diskursen einfließen lassen. Und wir müssen aufhören, deutschzentristisch zu denken und zu agieren. Frau Bienert hat eben sehr eindrücklich und erschreckend von ihren rassistischen Erfahrungen gesprochen, beziehungsweise was heißt rassistische Erfahrungen mit deutschem Rassismus. Und tatsächlich gibt es in Deutschland eine sehr, sehr lange Tradition eines antislawischen Rassismus, unter dem nicht nur Ukrainerinnen, unter dem auch Russen und Russinnen, Polinnen, Jugoslawen und so weiter leiden. Bis hin zu Tschechen. Das müssen wir ernst nehmen und daran müssen wir arbeiten. Dass wir differenziert mit verschiedenen Phasen diktatorischer Gewalt, mit verschiedenen Phasen von Regime- und Gesellschaftsverbrechen umgehen müssen, ist im Grunde keine neue Erfahrung und keine neue Erfindung. In den Gedenkstätten machen wir das zum Teil. Im Buchenwald zum Beispiel haben wir es mit verschiedenen Zeitschichten zu tun. Wir haben hier die Geschichte des nationalsozialistischen Konzentrationslagers und dann darauf aufbauend die Geschichte des sowjetischen Speziallagers. Und ich finde, der Umgang, der seit den 90er Jahren in der Bildungsarbeit, aber auch in der Forschung zu diesen beiden Geschichten, die an einem Ort stattgefunden haben und von denen die zweite Geschichte im gewissen Sinne auch eine Antwort auf die erste Geschichte ist, haben wir ganz gute Konzepte entwickelt. Und die beinhalten eine saubere Trennung, dass nicht alles in einen Topf geworfen wird. Sie beinhalten aber auch selbstverständlich, dass wir vergleichen. Wir sollten Vergleichen mit Gleichsetzen nicht verwechseln. Ansonsten ist das europäische Erinnerungsprojekt, wenn ich mich jetzt mal auf ein Ding beziehe, ja ganz stark auch mit einem 23. August in Beziehung gesetzt. Also das jedenfalls ist vom Europaparlament ein verabschiedeter Tag. Und ich muss im Moment gestehen, dass ich den genauen Namen gar nicht kenne. Es ist der Tag, mag mir jemand helfen, gegen Totalitarismus, der Antitotalitarismustag. Ja, also wie er auch immer genau heißen mag, der spielt im Haus der Wannsee-Konferenz tatsächlich kaum eine Rolle. Für uns ist der 23. August tatsächlich keine Chance. Also wir sehen darin kein Ding, was uns in unserer Arbeit im Haus der Wannsee-Konferenz einen Mehrwert bietet. Also für uns spielt dieser Tag, wir begehen diesen Tag nicht, wir haben an dem Tag keine Aktionen so. Wir haben aber Bündnispartner, ja, ein European Network for Remembrance and Solidarity, ENRS, die machen mit uns zum Beispiel Bildungsprojekte und für die ist der 23. August sehr wichtig. Für uns, ich glaube, man kann sagen fast in Deutschland, aber auch für uns im Haus der Wannsee-Konferenz spielt das ohnehin keine Rolle. Wenn wir sagen, dann bleibt vielleicht europäische Erinnerung, europäische Narrative bleiben in Fragmenten und unverbunden, dann stellen wir dem doch einfach entgegen, dass wir sie verbinden. Dass wir es irgendwie schaffen, die differenziert miteinander zu verbinden. Und wie das genau ausschaut, das werden wir in unserer praktischen Arbeit weiter versuchen müssen. Man könnte ja auch im Positiven sagen, das ist nicht Fragmentierung, sondern das ist eine Vielfalt von Erinnerungsarbeiten in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Bezügen. Der Nationalsozialismus war tatsächlich für ganz Europa eine transnationale Erfahrung. Das wird man erstmal so feststellen müssen. So gut wie alle Menschen in Europa haben ihre Erfahrung mit dem Nationalsozialismus gemacht.
Damit enden aber auch schon fast die Gemeinsamkeiten. Es gibt einen ganz, ganz grundlegenden Unterschied. NS-Erfahrung bedeutet für die meisten Deutschen die Erfahrung, Täterinnen und Täter, Mittäter, Profiteure gewesen zu sein. NS-Erfahrung bedeutet für die meisten anderen Menschen, bei weitem aber auch nicht alle, in den anderen europäischen Ländern Opfer des Nationalsozialismus gewesen zu sein. Das sind ja ganz grundlegende Unterschiede. Die Erfahrung des Stalinismus, die Erfahrung des real existierenden Sozialismus ist eine Erfahrung, die Mittel- und Osteuropa eint, die aber in Westeuropa keine Rolle spielt. In Großbritannien, in den Niederlanden, in Spanien, Portugal spielt das koloniale Gedächtnis eine ganz große Rolle. In Frankreich vor allen Dingen auch mit Blick insbesondere auf Afrika. Italien wiederum hat eine faschistische Vergangenheit. In Spanien gab es einen Bürgerkrieg in den 30er Jahren. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen, die wir in Europa haben. Die religiöse Prägung ist äußerst unterschiedlich und ich würde da tatsächlich Herrn Stegen zustimmen. Es ist eine vielfältige Geschichtslandschaft, die wir in Europa haben. Und meines Erachtens wäre es falsch, so etwas konstruieren zu wollen wie eine gemeinsame europäische Erinnerung. Und zwar wäre es nicht nur aus historischen Gründen falsch, sondern meines Erachtens auch aus erinnerungskulturellen Gründen oder aus geschichtspolitischen Gründen, weil mein Blick auf die Geschichte immer der gewesen ist, möglichst differenziert auf Geschichte zu blicken und sich allen versuchen, Geschichte zu instrumentalisieren, für so etwas wie State-Building zu instrumentalisieren, für die Legitimation staatlicher Macht oder partikularer Macht, sich dem zu widersetzen. Wir haben in der DDR erlebt, wohin eine solche Geschichtspolitik führen kann. Was hier weiterhin nicht wahrgenommen wurde, also das habe ich am Anfang bemerkt, ich war sehr überrascht, dass der russische Imperialismus irgendwie gar kein Begriff war. Für keinen, mit dem ich hier sprach oder wo ich war. Oder ich erinnere mich, ich war an einer Demonstration, die war links und ich sage Ihnen russischer Imperialismus und alle sind sehr überrascht. Und ich denke, irgendwie wissen wir zu wenig darüber. Und das ist jetzt auch, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen uns mit eigenem kolonialem Erbe mehr befassen und mit dem imperialen Erbe und mit dem, was eigentlich Imperialismus ist. Und warum haben wir den russischen Imperialismus nicht gesehen? Weil da gucke ich in Richtung Eike Stegen, warum sagen Leute, dass es für sie das Gleiche ist? Ich will das nicht bewerten, aber es gibt eine direkte Absichtserklärung, die publiziert ist in der Auslöschung von der ukrainischen Identität, Sprache und Kultur. Es gibt Verbrennungen für Bibliotheken, es gibt Erlöschung ganzer Städte und so weiter und so fort. Ich bin russischsprachig aufgewachsen, obwohl meine beiden Opis ukrainischsprachig waren, weil eben ukrainische Sprache verboten war in der Sowjetunion. Und das ist, irgendwie wissen wir darüber zu wenig. Und ich empfehle jedem, gehen Sie doch bitte in die Bibliothek, nehmen Sie sich ein Buch über die Geschichte der Ukraine und lesen Sie dieses Buch.